Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Das Schloss Rochlitz liegt oberhalb der Zwickauer Mulde im Landkreis Mittelsachsen und vermittelt eindrucksvoll spannende Geschichten über das Mittelalter. Und die möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen. Die Burg bildete in mittel- und spätslawischer Zeit das Zentrum des Kleingaus Rochlitz. Archäologische Funde lassen vermuten, dass ein Burgwall aus dem 9. und 10. Jahrhundert als Vorgänger der deutschen Burg bestand, der später als westliche Vorburg umgenutzt wurde. König Heinrich I. ist der erste Sachse an der Spitze des Reiches. Durch seine Herkunft kennt er die benachbarte Region zwischen Saale und Elbe gut. Im Jahre 929 zieht er mit einem Heer gegen die hier ansässigen slawischen Stämme zu Felde und unterwirft sie. Die Burganlage Rochlitz und das Umland gelangten um 1000 an Markgraf Ekkehard von Meißen. Im Streit seiner beiden Söhne Graf Hermann und Ekkehard II. Mit ihrem Onkel Markgraf Gunzelin um das Erbe setzte Gunzelin die Burg im Jahr 1009 in Brand. Der Eintrag in der Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg, der von der Fehde berichtet, ist gleichzeitig die erste direkte Erwähnung der Burg. Als die Eckehardinger 1046 aussterben, fällt auch Rochlitz an König Heinrich III. Zurück. Heinrich fasst die Burgwarte Rochlitz, Kolditz, Leisnig, Polkenberg und Grobi zusammen und macht die Reichsburg Rochlitz zum Mittelpunkt des gesamten Gebietes. Seine Gemahlin Agnes soll die umfangreichen Besitzungen als Witwensitz erhalten. Rochlitz ist damit in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts das Zentrum eines umfassenden Reichsgutkomplexes und ein wichtiger Stützpunkt für das Königtum. Die Grafschaft Rochlitz gelangte später mit der 1135 für die Wettiner gewonnenen Grafschaft Kreutsch an Dedo V. den Feisten. Dieser nannte sich zwar Graf von Kreutsch, residierte aber wahrscheinlich nicht auf der heute sogenannten Wiebrechtsburg, sondern in Rochlitz. Unter seiner Herrschaft erfolgte der Landesausbau im Rochlitzer Land. Aus dieser Zeit stammen noch umfangreiche romanische Gebäudeteile wie die 2 Wohntürme und der Palas im Südflügel. Eine weitere Blütezeit erlebte Rochlitz unter den gemeinsam regierenden Brüdern Friedrich Wilhelm und Balthasar. Markgraf Wilhelm I. der Einäugige ließ hier im letzten Viertel des 14. Jahrhunderts eine eindrucksvolle gotische Schlossanlage errichten. Wilhelm I., Markgraf von Meißen, wächst nach dem Tod seiner Eltern am Hof des deutschen böhmischen Königs Karl IV. In Prag auf. Wilhelm wird mit der Nichte des Königs Elisabeth von Mähren verheiratet. Ab 1365 regiert Wilhelm gemeinsam mit seinen Brüdern Friedrich III. Und Balthasar die Markgrafenschaft Meißen und die Landgrafschaft Thüringen. Die
Ehrenfehde gehört zu den ältesten Herrenrechten. Im späten Mittelalter behindert sie aber den fürstlichen Machtausbau immer mehr. Die Fürsten versuchen, Fehden einzuschränken und Landfrieden aufzurichten. 1384 schließt Markgraf Friedrich mit den Bischöfen von Meißen und Naumburg sowie benachbarten Herrschaften ein Landfriedensbündnis gegen Angriffe, Unrecht und Gewalt ab. Gerichtsort des geregelten Strafverfahrens ist Schloss Rochlitz, wo die Landfriedensverbrecher in den Verliesen der beiden Türme Lichte Jupe und Finstere Jupe eingekerkert werden. Hier befindet man sich inmitten des Verliesraumes des muldenseitig gelegenen Turmes mit dem historischen Eigennamen Lichte Jupe. Dieser mittelalterliche Kerkerraum wurde mit dem Bau des Turmes im ausgehenden 14. Jahrhundert eingerichtet. Der einzige Zugang zu diesem Kerker war das sogenannte Angstloch am Scheitelpunkt der Gewölbedecke. Neben dem Ausbau seiner Macht beginnt Markgraf Wilhelm ein ambitioniertes Bauprogramm. Auch die in die Jahre gekommene Burg Rochlitz verwandelt sich ab Mitte der 1370er Jahre in eine Großbaustelle. Wilhelm lässt große Teile der romanischen Anlage abreißen. Im Laufe der fast 15-jährigen Bauzeit entsteht ein hochmodernes Bauwerk, das fortan als Schloss bezeichnet wird. Vergleichbar ist diese Schlossanlage mit dem von ihm errichteten Vorderschloss auf Burg Mildenstein, das er aber kaum selbst nutzte. Hierzu gehören die Errichtung des Fürstenhauses 1375 bis 1380 und der beiden Juppen genannten Türme um 1390 sowie der Umbau des Querhauses mit der Kapelle und des Südflügels. Eine Rauchküche, schwarze Küche oder Rauchstube ist eine Küche, in der auf offenem Feuer gekocht wurde. Der Rauch stieg zuerst in einem über der Feuerstelle errichteten Funkenhut, der entweder gemauert oder häufiger als ein mit Lehm feuerfest gemachtes Holzgerüst errichtet wurde. Der frei aufsteigende Rauch zog allenfalls gebremst vom Funkenhut über Öffnungen im Dach oder Löcher in der Wand ab. Immerhin konservierte er das Gebälk, wehrte Ungeziefer ab und konnte zum Räuchern genutzt werden. Der Gesundheit der Menschen waren diese beißend verrauchten Räume weniger zuträglich. Für das Kochen am offenen Feuer gab es selbst in wohlhabenden Häusern lange keine Alternative. Allerdings konnten die privilegierten Stände die Küchenarbeit nicht nur an das Personal delegieren, sondern vor allem räumlich ausgrenzen. In Burgen, Schlössern oder Klöstern befand sich die Küche normalerweise in einem Wirtschaftsbau oder Küchenflügel. Spätestens mit der frühen Neuzeit war die Kochstelle von den repräsentativen Räumen weit genug entfernt, sodass Rauch und Dünste keine Belästigung darstellten.
Das offene Feuer diente nicht nur als Herdstelle, sondern ebenso als Licht- und Wärmequelle. Jahrhundertelang war dies der Mittelpunkt des Hauses. Mit ihm waren Rechte und Bräuche verbunden. Morgens, mittags und abends Grütze, Brei oder Suppe. Der Speisezettel der ärmeren Haushalte war bis ins 18. Jahrhundert denkbar eintönig. Entsprechend spartanisch war die Kochstelle beschaffen. Die Anforderungen an Mobiliar und Gerätschaften waren minimal. Das Essen köchelte im Kessel, der an der Kette hing. Die Temperatur wurde mit Hilfe des Kesselhakens geregelt. Legte man bei der Säge einen Zahn zu, kam der Topf dem Feuer näher. Zum Standardgerät von herrschaftlichen Küchen gehörten Hackstock, Bratspieße oder Roste, Töpfe, Pfannen, Backformen und Vorratsgefäße in verschiedenen Größen und aus unterschiedlichen Materialien. Auf der steinernen Herdplatte loderten hier gleich mehrere Feuer, um das Fleisch gleichmäßig zu garen. Die reiche Auswahl an Utensilien konnte kaum beeindrucken, wenn sie außer der Dame des Hauses und den Köchen und Dienstboten niemand zu sehen bekam. Der barocken Lust an der Vorführung entsprechend fanden sich in vornehmen Wohnsitzen bald zweierlei Küchen, die echte Kochküche und die Prunkküche, die man Besuchern zeigte. Eine solche Schauküche, in der nie ein Gericht zubereitet wurde, sondern die einzig und allein der Repräsentation diente, hatte man holländischen Vorbildern abgeschaut. In diversen Schlössern des 17. und 18. Jahrhunderts dokumentierten die Fürstinnen mit ordentlich aufgereihten feinem chinesischen Porzellan und blank polierten Kupferpfannen nicht nur den Wohlstand, sondern gleichermaßen ihre Tugend als Landesmutter, die etwas von Haushaltsführung versteht. Einen kulturellen Höhepunkt erlebte Schloss und Stadt Rochlitz, als von 1537 bis 1547 die Herzoginwitwe Elisabeth von Hessen, eine maßgebliche Förderin der Reformation in Sachsen, dort ihren Sitz nahm. Als Elisabeth III und Johann 7 Jahre alt sind, vereinbaren ihre Eltern die spätere Ehe der beiden. Aufs Genaueste regelt die Beredung unter anderem Mitgift, Ehegeld und Wittum. Mit 26 Siegeln bestätigen Fürsten und Stände des Landes dieses Eheversprechen und ermöglichen so unversehens den reformatorischen Handlungsspielraum für Elisabeth von Rochlitz. Die farbenprächtige Ausmalung gab der Roten Stube von 1589 ihren Namen. Sie war über einen großen Kachelofen beheizbar und diente auch deshalb als Hauptwohnraum. Der große Kachelofen der Roten Stube wurde vom langen Gang aus beheizt. So musste der Stubenheizer den Wohnraum des Kurfürsten nicht betreten. Seit 1517 stülpt Martin Luther den alten Glauben um. Die Reformation verändert Kirche und Welt. Als junge Herzogin lebt Elisabeth damals am Dresdner Hof ihres Schwiegervaters Georgs dem Bärtigen, einem erbitterten Feind Luthers. Sie braucht viel Mut, um sich dort seit 1526 als Anhängerin der Reformation zu zeigen. Schnell gerät sie unter Druck. Man verleumdet Elisabeth als Ehebrecherin, um ihre Stellung zu untergraben. 1537 stirbt plötzlich ihr Mann Johann. Elisabeth zieht als Witwe nach Rochlitz, wo ihr Stadt und Amt als Witwensitz versprochen sind. Sie zögert nicht und öffnet
öffnet hier der Reformation die Tore, auch wenn Georg der Bärtige und der Meißner Bischof dagegen Sturm laufen. Die aus Mittweida und Rochlitz vertriebenen Lutheraner dürfen zurückkehren. Der erzkonservative alte Rochlitzer Pfarrer dagegen muss die Stadt verlassen. Unterstützung erhält Elisabeth von ihren Glaubensgenossen und Verwandten im Reich. Die Schlosskapelle entstand mit der Modernisierung des Schlosses, wahrscheinlich unter dem Baumeister Arnold von Westfalen, in den 1470er Jahren. Allein schon ihre Größe spiegelt den Repräsentationswillen der fürstlichen Auftraggeber wider. Ein aufwendiges Netzgewölbe umspannt die Raumdecke. Die flächendeckenden Wandmalereien zeigen Szenen aus dem Leben und dem Leidensweg Christi, Mariendarstellungen und die Abbildung von Heiligen. Hoch über dem Kapellenraum erhebt sich die Sängerempore. Wo sonst eine Orgel zu vermuten wäre, sangen noch im 16. Jahrhundert die Schüler der Rochlitzer Lateinschule mehrstimmige Motetten. In unmittelbarer Nähe verfolgte die fürstliche Familie den Gottesdienst in einer eigenen Loge. Briefe sind für Elisabeth der Schlüssel zur Welt. Ihre engsten Freunde, Verwandten und Glaubensgenossen sieht sie in Dresden und Rochlitz kaum. Und im Gegensatz zu den Männern reisen Fürstinnen selten. Als Lutheranerin im altgläubigen Dresdner Hof und später in Rochlitz ist Elisabeth ihren lutherischen Verwandten mehr als eine gewöhnliche Angehörige. Sie ist Spionin, Botschafterin, Vermittlerin und enge politische Verbündete. Auch deshalb haben sich in den Archiven Elisabeths Briefe so zahlreich erhalten. Ihr Briefwechsel erscheint heute als einzigartiges Zeugnis der Reformationszeit. Mit diesem wunderschönen historischen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun ein paar spannende Einblicke in das Mittelalter erhalten. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!